wir probieren das nochmal. Schau mal hier. Weihnachten in Ostwestfalen. Hier sind einige Sachen anders, als Sie das vielleicht kennen. Und wir haben ein paar tolle weihnachtliche Überraschungen für Sie vorbereitet. Und das ist jetzt für mich ja auch absolute Premiere. Die jungen Herren sind sehr stürmisch. Oh, Elche. Elchbabys. Elch-Riesenbabys. Mit der Flasche füttern. Schmeckt es? Oh Gott. Unser weihnachtlicher Streifzug durch den Norden Nordrhein-Westfalens beginnt mit den Elchbabys auf einem Bauernhof in Verl und geht dann weiter nach Bad Salzuflen, Detmold und in den Teutoburger Wald. Eine dicke Prise Weihnachtsglitzerstaub gefällig? Davon gibt's in Ostwestfalen genug. Außerdem interessante Leckereien auf den schönen Weihnachtsmärkten. Euer Weihnachtselch. Wir entführen Sie ins Wunderland, wo es so einiges zu erleben gibt. Wir sind zu Weihnachten in Ostwestfalen. Einen Moment bitte. Ich habe nur eine Flasche, Freunde. Bevor die Sendung richtig beginnen kann, Wir teilen das. muss ich erst mal diese Jungs versorgen. Die saugen an meinen Fingern. Oh, die haben auch Zähne. Die Elchbabys leben zusammen mit diesen Rentieren auf einem Hof in Verl bei Bielefeld, dessen Markenzeichen die Haltung ungewöhnlicher Hoftiere ist. Das war immer schon mein Hobby, Elche zu haben hier auf dem Hof. Ein Traum, ein Kindertraum eigentlich. Die sind auch echt süß. Wie schnell die wegzischen hier. Wie alt sind die jetzt? Wachstumsenergie die Tiere haben. In 6 Monaten haben die sich also fast verzehnfacht. 16 verschiedene Schafsrassen leben hier, kunterbunt gemischt mit Alpakas. Deren Fell ist besonders wärmend. Hier auf dem Hof werden die Tiere im Sommer geschoren. Ihre Wolle wird zu Socken verarbeitet und als Füllung für Bettdecken verwendet. Die Erzeugnisse aus Premiers Tierhaltung werden im eigenen Hofladen verkauft. Diesen Hof gibt es seit 1500, also der ist seit 1500 in Familienbesitz, wie man weiß. Und wir waren immer eine Tierzüchterfamilie hier. Und es hat sich also durchgeschlagen. Selbst meine Söhne wollen auch wieder mit Tieren zu tun haben. Also Tiere ist eigentlich unser Alles hier auf dem Hof. Das Schönste ist die weiche Nase von denen. Ja, die sind super Die schön. finde ich immer auch so. Und die schönen Ohren, das ist das Wichtigste. Und da so wuschelig, ne? Ja. Beschwerden. Ja, ist ja gut. In der Vorweihnachtszeit findet auf dem Verler Hof ein urgemütliches Fest statt. Ludger Bremer hat sich damit einen ganz persönlichen Weihnachtswunsch erfüllt. Mit seinen Tieren als Darsteller ist hier an einem Wochenende so eine Art lebende Krippe aufgebaut. Jeder kann kommen und auch kleine Geschenke und Weihnachtsdeko gibt's hier zu kaufen. Trotzdem wirkt hier alles eher wie ein weihnachtliches Gartenfest, eine Familienfeier im Stall. Auch immer war es eigentlich ein Traum von mir, so eine lebende Krippe mal zu machen hier auf dem Hof. Und wer noch möchte, kann die nächsten Tage sich noch Maria und Josef angucken hier. Und ja, wird nicht mehr ganz so, ne? Aber wir lassen immer noch ein paar Tage stehen bis Heiligabend. Haben wir uns so entschlossen heute. Schon seit dem Mittelalter werden hier die salzhaltigen Quellen genutzt. Seit dem 18. Jahrhundert ertragreich solche Gradierwerke betrieben, wo das Wasser verdunstet, um das Salz darin zu gewinnen.
Der Salzabbau brachte großen Reichtum in die Stadt. Mit dem Dreißigjährigen Krieg endete die Blütezeit. Einen neuen Aufschwung gab es mit dem Kurbetrieb ab 1818. Was früher Kur genannt wurde, heißt heute immer öfter Wellness. Das gilt auch für die Vorweihnachtszeit, in der nicht wenige Leute dem Stress entfliehen und hier im warmen Salzwasser abtauchen. Das Wasser dieser Therme kommt aus einer Tiefe über 1000 Metern. Dafür hat man schon vor 100 Jahren unter größten Schwierigkeiten durch härtestes Gestein gebohrt. Und seitdem schüttet diese Quelle 90.000 Liter mineralhaltiges Wasser pro Stunde aus und speist auch dieses Thermalbad. Also meine Lieben, wie lange seid ihr denn jetzt hier schon? Wir sind schon 14 Jahre in Salzuflen. Hallo. Hallo. Hier kann man es aushalten, ne? Ja. Sind Sie öfter hier? Ja, jeden Tag. Jeden Tag? 2 Stunden. Jeden? Ja. Tag, Nach dem Heiligabend, Frühstück. ersten Weihnachtstag, zweiten Weihnachtstag, Silvester. Und wie kommt es, dass Sie Heiligabend und ersten Weihnachtsfeiertag hergehen? Wir machen keinen Urlaub mehr. Wir machen nur noch hier den Urlaub. Ja, wenn ich hier Ja. wohnen würde, würde ich auch immer jeden Tag hergehen. Ja. Sind Sie aus Bad Salzuflen auch? Nein, jetzt ja, aber gebürtig nicht. Wir kommen aus dem Ruhrgebiet, aus Mülheim an der Ruhr. Und sind extra hier hingezogen, um unseren Lebensabend hier zu verbringen. In der Therme. Ja, Ja, genau. Zum Weihnachtsprogramm der Therme gehören auch Aufgüsse mit weihnachtlichen Düften. Und Wohlfühlmassagen mit speziellen Ölen. Zimt zum Beispiel erinnert uns nicht nur an Weihnachten, er wirkt auch antibakteriell und hilft, verhärtete Muskeln zu entspannen. Und natürlich hat Bad Salzuflen auch einen Weihnachtsmarkt. Im Herzen der historischen Altstadt sind Holzpavillons aufgebaut, die viel traditionelle Handwerkskunst zeigen. Zwischen dem Schliebsteiner Tor und dem Salzhof mit seiner riesigen Pyramide duftet es nach gebrannten Mandeln, deftigem lippischem Grünkohl und Flammlachs vom offenen Feuer. Aber es gibt auch noch andere Düfte, die in der Nase kitzeln. Das sind alles Olivenölseifen. Alles Olivenöl. Also sehr schön rückfettend und pflegend. Haben Sie die gemacht? Ich mache die alle selber, ja. Alle selber? Ihre Seifenwerkstatt hat Andrea Franke in Dörentrupp, nicht weit von Bad Salzuflen entfernt. Die Kunst des Seifesiedens hat sie vor vielen Jahren in Griechenland gelernt, verbindet dieses Können aber mit ihrem Wissen über Naturheilkunde, denn von Beruf ist sie eigentlich Heilpraktikerin. Es entstehen giftige Dämpfe, gegen die man sich schützen muss, wenn am Anfang des Prozesses Ätznatron in Wasser gerührt wird. Die daraus entstehende Natronlauge macht aus Fett, das hinzugefügt wird, Seife. Andrea Franke benutzt, wie schon erwähnt, Olivenöl, in das sie dann langsam die abgekühlte Lauge gießt. Wenn die Masse die richtige Konsistenz erreicht hat, wird sie in große Formen gegossen und muss erst mal ein paar Wochen ruhen. Bei der sogenannten Zweitaufkochung kommen dann Blüten, Gewürze, Duftöle oder andere Zutaten dazu. Außerdem bekommt die Seife jetzt ihre endgültige Form für den Gebrauch.
Die tun wir jetzt auf die Backbleche. Hier jetzt die Masse und die kommt auf die Platten. Das ist wie Kuchen backen, wie Plätzchen backen. Die Seifenstücke sind jetzt aber immer noch nicht so weit, dass man sie benutzen kann. Weitere 3 Monate müssen sie ruhen. Denn erst dann ist der chemische Prozess abgeschlossen, bei dem der pH-Wert der Seife so weit gesunken ist, dass sie nicht mehr sauer, sondern basisch ist. Außerdem wird die Seife immer ergiebiger, je älter und fester sie ist. Es riecht ganz Darf anders, ich die alle ne? anfassen? Sie dürfen gerne. Die sieht ja auch schön aus. Ja. Ingwer. Und die Ziegenmilchseifen, die sind halt sehr schön für Neurodermitis, Schuppenflechte. Ja, meine Oma hatte früher immer Seife im Schrank liegen. War das dann vielleicht auch eine, die noch härten musste? Genau so. Ich dachte immer wegen dem Geruch. Ja, eine gute Seife wird erst als Duft benutzt und dann erst als Seife nach einem halben Jahr. Ihr Liebling? Ja, für den Winter, wegen 80% Olivenöl. Im wahrsten Sinne des Wortes der Höhepunkt auf dem Bad Salzuflener Weihnachtsmarkt ist die Weihnachtspyramide. Sie ist die einzige dieser Art in Ostwestfalen und bildet seit 2009 den Mittelpunkt des Marktes auf dem Salzhof. Wie hoch ist die? 12 Meter Gesamthöhe, ja, über 3 Etagen, ja, mit original erzgebirgischen geschnitzten Figuren. Und ja, da sind wir auch sehr stolz drauf. Jeder, der schon mal im Erzgebirge war, kennt diese Figuren. Das ist eine ganz typische Machart und erwartet man nicht in Bad Salzuflen. Sondern eben im Erzgebirge, wo sie herkommt und Teil des Brauchtums ist. Ihren Anfang nahm die Tradition im 18. Jahrhundert, als sich die Erzgebirgler in langen, dunklen Winternächten durch Schnitzarbeiten ein bisschen was dazu verdienen wollten. Großpyramiden in der Ortsmitte kennt man schon seit den 1930er Jahren. Es entstanden auch solche Schwibbögen, in denen oft Engel und Bergleute aufgestellt wurden. An dieser Drechselbank entsteht gerade eines der berühmten Nussknackermännchen, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts im Erzgebirge produziert werden. Meistens sind sie aus hartem Buchenholz, rund 30 cm hoch und bestehen aus bis zu 60 Einzelteilen. Bunt angemalt erkennt man erst, was sie eigentlich darstellen. Die da harte Nüsse knacken, sind immer Autoritätsfiguren aus der Vergangenheit. Husaren, Förster und Gendarmen. Auf Wiedersehen, Bad Salzuflen. Morgen reisen wir an den Rand des Teutoburger Waldes nach Detmold ins Freilichtmuseum.
Und auch hier wird an einem Adventswochenende Weihnachten gefeiert. Mit vielen Lichtern, frisch gebackenen Plätzchen, Lebkuchen und Stollen. Es gibt auch einen kleinen Markt, Ausstellungen und Mitmachangebote in den Häusern des Paderborner Dorfes. In historischer Kulisse entstehen während des Museumsadvents Baumschmuck und Windlichter aus Ton. Aber auch an anderen Orten auf dem Museumsgelände steht weihnachtliches Basteln mit Naturmaterialien wie Stroh, Holz oder Wachs auf dem Programm. Betreut und gestaltet werden die Projekte von Freiwilligen und Museumspädagogen. Seit 2017 gibt es die Mitmachaktionen im Freilichtmuseum und das Ganze ist kostenlos. Weihnachtsstimmung herrscht auch in den anderen Häusern des Paderborner Dorfes. Hier sind verschiedene Weihnachtsstuben aufgebaut. Die Besucher können vergleichen, wie die Vorweihnachtszeit um 1900 in den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten ausgesehen hat. Zum Beispiel im Haus des reichen Branntweinherstellers Karl Stahl, der durch Liköre und seltenen französischen Cognac zu seinem Wohlstand kam. Sein Haus stand einst in Gütersloh. Hier kann man jetzt die Inneneinrichtungen einer protestantischen Familie aus der Zeit um 1860 besichtigen. Was ist hier jetzt anders als in einer katholischen? Wichtig ist, dass es eine reiche Familie ist. Das heißt, wir sehen es an der gesamten Ausstattung. Der Branntweinbrenner Stahl war wohlhabend. Wunderbare Möbel, wunderbare Ausgestaltung. Und als protestantische Familie haben sie um 1900 schon angefangen, etwas modernere Weihnachtsbräuche zu übernehmen. Zu den modernen Weihnachtsbräuchen gehört um diese Zeit zum Beispiel der Tannenbaum, hier zu meiner Linken, der Weihnachtsbaum, mit Lametta. Ganz modern damals. Und wir sehen an diesem Weihnachtsbaum auch Schmuck, der heute zum Teil noch verwendet wird, wie das Lametta oder die Zierkette oder auch die Glaskugeln, während man in katholischen Familien um diese Zeit eher noch Gaben erwarten durfte, wie Apfelringe, Strohengelchen. Ah ja. Und Bescherung war damals auch schon am 24. wie bei uns? Nein, der 24. Dezember ist so richtig in Schwung gekommen nach dem Zweiten Weltkrieg, also im vergangenen Jahrhundert, als im Zuge modernerer Arbeitszeiten tatsächlich der 24. auch arbeitsfrei wurde. Da konnte man nämlich dann in Ruhe vorbereiten, einpacken und neben dem Essen und dem Kirchgang dann entsprechend auch Geschenke auspacken und präsentieren. Und da war auch noch mal ein Unterschied evangelisch-katholisch? Nein, dieser Unterschied löst sich im Laufe des 20. Jahrhunderts auf. Da gibt es also eine Angleichung der Weihnachtsbräuche. Das ist die Küche des Branntweinfabrikanten. Hier feierte das Gesinde, das Personal, sein Weihnachtsfest. Im Winter in der Adventszeit hatte man früher viel Zeit für handwerkliche Tätigkeiten. Draußen gab es ja nicht mehr viel zu tun. Also wurde drinnen zum Beispiel gesponnen. Auch das kann man sich im Freilichtmuseum in Detmold genauer ansehen. Möchtest du das vielleicht auch mal ausprobieren? Darf ich? Ja, setz dich. Das ist ja schon hier ein Gästeplatz, ne? Genau. Sehr gerne. Das sieht echt gemütlich aus. Und ich glaube, dass man da auch früher echt gefroren hat, ne? Ja, gerade zu dieser Jahreszeit hat man früher dann gefroren. Wenn man nur so sitzt. Das ist die Wolle, die ist gefärbt in der Flocke und dann aufgekämmt und dann bekommt man diesen schönen grünen Farbton. Und das ist eine Indigo-Färbung. Was heißt in der Flocke? So wie es vom Schaf abgeschnitten wird. Und wenn es dann aufgekämmt wird, hat man einen sehr gleichmäßigen Farbton. Schön aus, ganz weich. Und da wird jetzt praktisch ein Faden rausgezogen. Genau. Was ich hier mache, ich ziehe lang und dünn. Ja, da sehe ich das, dass sich das dreht. Ja, genau. und auch hier. Ja.
Ja. Siehst du? Ja, ja, ja. Und durch den Drall bekommt das Ganze die Festigkeit. Es ist so, dass das große Rad mit dem Antriebsriemen die Kraft auf das kleine Rad überträgt. Hier angeleimt ist der Flügel. Und an dem Flügel sind Haken. Die Spule hier ist nur aufgesteckt. Okay. Und an dem Haken, da ist das Garn festgehakt. Und wenn sich diese ganze Apparatur dreht, muss ich das ja nach hier weiter drehen. Und wo hat sich Dornröschen gestochen? Ja, das ist die Dornröschen-Frage. Ja, weil ich sehe nichts Spitzes. Genau, es gibt auch gar nichts Spitzes hier an dem Spinnrad, sondern Dornröschen hat das Material. Das ist spitz, was die versponnen hat. Wir arbeiten hier mit Wolle. Das ist das Zimmer für die Wollverarbeitung. Und es gab 2 Materialien, Flachs und Wolle. Und die Flachsverarbeitung für die Leinenherstellung, die hat so pieksige, holzige Dinger drin. Daran kann man sich stechen? Genau, das hat die Schäbe drin. Das sind so ganz kleine, harte, holzige Bestandteile. Und im Märchen wird ganz viel über Blut und Spinnen. Gibt es ganz viele Beispiele. Frau Holle, die blutende Spule, die abgewaschen werden muss. Und das ist dann immer ein Hinweis darauf, dass Flachs versponnen wird. Das Rad schubsen, treten und den Faden festhalten. Nicht einziehen lassen, halt den erstmal. Und diese beiden Stellen, die müssen sich jetzt verbinden hier. Da. Das muss ich jetzt erstmal verbinden. Verbinden, ruhig ein bisschen geben. Genau. Jawohl. Ja. Also man muss schon drauf gucken, ne? Oder spürst du es auch? Ich spüre das auch. Ich muss das jetzt nicht. Ich muss jetzt nicht mehr gucken. Also ich kann nicht quatschen und spinnen gleichzeitig. Das merke ich schon. Ja. Machen wir aber jetzt. Genau. So wie damals in den sogenannten Spinnstuben. Am 21. Dezember wurde halt in diesen Spinnstuben mal noch so eine extra Party, würden wir heute sagen, veranstaltet. Also die Männer besorgten dann Brennholz. Man brachte sowieso immer Brennholz in die Spinnstuben mit. Und es wurde was Leckeres gekocht. Und dann wurde halt die Nacht durchgesponnen, wurde aber auch ein bisschen Musik gemacht, so wie es steht. Um eben vor Weihnachten einfach ein bisschen Spaß zu haben. Solche Treffen wurden in der dunklen Jahreszeit reihum immer wieder auf einem anderen Hof abgehalten. Die Spinnstuben waren also ein Ort der Geselligkeit und auch ein Treffpunkt für Unverheiratete. Denn viele junge Frauen arbeiteten hier an ihrer Aussteuer und ließen sich danach von den jungen Männern des Dorfes nach Hause bringen. Eine der wenigen Möglichkeiten, sich etwas unbeaufsichtigt kennen oder vielleicht auch lieben zu lernen. Aus diesem Grund galten die nächtlichen Spinnstuben der geistlichen Obrigkeit oft als Ort der Sünde. Warum hat man die ganze Nacht gesponnen? Nach der langen Nacht bzw. zwischen Weihnachten und Neujahr ruhen die Spinnräder. Es war so eine Veranstaltung, wo man mal seinen Fleiß und seine Ausdauer beweisen konnte. Und danach ruhen traditionell die Spinnräder. Also zwischen Weihnachten und Neujahr wird nicht gesponnen. Vom Freilichtmuseum Detmold geht's jetzt an einen wirklich mythischen Ort, nicht weit von hier. Wir machen uns auf in den Teutoburger Wald zu den berühmten Externsteinen. Da sind sie. Die Felsentürme bei Hornbad Meinberg ragen über 40 Meter hoch in den Himmel. Entstanden sind sie vor 70 Millionen Jahren. Damals bewegte sich die Erde und stellte die harten Felsen, die eigentlich waagrecht im Boden lagen, in die Senkrechte. Und so stehen sie bis heute da. Und immer schon deuteten die Menschen sie als Kraftort. Sogar den Heiligen Gral vermutete man dort.
Von Norden her erreicht man die Externsteine über den Hermannsweg, benannt nach Hermann dem Cherusker. Er war der Sohn eines germanischen Stammesfürsten. Zu seiner Zeit feierten die meisten Völker Ende Dezember den kürzesten Tag des Jahres, die Wintersonnenwende. Und es ist kein Zufall, dass unser Weihnachtsfest zur gleichen Zeit stattfindet und in vielerlei Hinsicht den heidnischen Festen ähnelt. Die Germanen zündeten Lichter an. Die Römer feierten in der 2. Dezemberhälfte Festgelage und schmückten die Häuser mit Zweigen. Hermann der Cherusker kannte die germanischen und die römischen Bräuche, denn er war in seiner Kindheit entführt und in Rom erzogen worden. Das versetzte ihn schließlich auch in die Lage, die Germanen von den römischen Besatzern zu befreien. Zu gut wusste er, wie die Römer kämpften und daher auch, wie sie zu besiegen waren. 16 nach Christus zogen sich die Römer aus diesem Teil Germaniens zurück. Die Urchristen in dieser Zeit kannten kein Weihnachtsfest. Es wurde erst 400 Jahre später von der Kirche eingeführt. Man legte Christi Geburt genau auf das Datum, das der damalige Kalender als Tag der Wintersonnenwende auswies, den 25. Dezember. Wenn man die alten Bräuche nicht abschaffen kann, dachten sich die cleveren Priester, dann gibt man einem alten Fest halt eine neue Bedeutung. Doch manche Symbole, wie der Weihnachtsschmuck und das Licht, sind bis heute geblieben. So, bitteschön. Ich bin hier auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf dem Rittergut Kruse in Gütersloh und wenn schon, denn schon, ne? Hier wurde gewandelt und wie man sieht, wird hier auch gewohnt. Hier ist nicht nur Markt. Und da ich verheiratet bin, habe ich eine Haube bekommen. Ich bin unter die Haube gekommen, damit jeder gleich weiß, was los ist mit mir. Lichterglanz und fröhliche Töne aus dem Mittelalter. Und da kommt noch eine grandiose Lichtgestalt. Die sagenhafte Schneekönigin aus dem Märchen von Hans Christian Andersen. Hast du dir das selber ausgedacht? Selber ausgedacht, selbst genäht, die Krone. Ja, das ist komplett selbst gemacht. Wow! Es macht Riesenspaß, wenn da so ein Kind vor einem steht und strahlt einen an. Das ist einfach nur schön. Auch so kann man das weihnachtliche Lichterfest feiern. Dieses mittelalterliche Weihnachtsfest auf dem Rittergut Kruse gibt es seit 2018. Die meisten Darsteller und Händler fühlen sich wie eine große Familie und kommen jedes Jahr wieder. Ah, ein mittelalterliches Kaufhaus. So mit dem Nötigsten, ne? Messer zum Beispiel. Fellsachen. Oh, das ist ein ganzer Fuchskopf. Verschiedene Messer. Schöne Taschen.
Sowas mag ich ja. So, die kann man an Gürtel machen. Mhm. Und es ist tatsächlich hier alles auch mit Kerzen beleuchtet. Ne? Die machen schon so viel wie möglich mittelalterlich. Ein Fellkrägchen. Oder schwarz, wie meine Seele. Ganz wichtig, auf so einem Fest verkleidet man sich nicht, man ist gewandet. Pflicht ist das nicht, aber Spaß macht's. Ich bin jetzt bei Familie Rehage eingeladen. Seit 2012 präsentieren die 8 Erwachsenen und 4 Kinder den Marktbesuchern das Familienleben im frühen 13. Jahrhundert. In 5 Zelten und einem großen Gemeinschaftspavillon laden sie ihre Gäste ein, um ihnen zu zeigen, wie im Mittelalter gebacken, gekocht und gehandwerkt wurde. Hallo. Und vielen Dank für das schöne Gewand. Gerne. Das fühlt sich gut an. Das ist schön. Hast du wirklich alles selbst genäht? Das meiste nähe ich selber, ja. Toll. Wenn ich das Essen bringen soll, was beschreiben? Ah, Essen. Ich höre Essen. Sehr gerne. Was gibt es denn im Mittelalter? Das ist ein Eintopf mit Grünkern und Dinkel und ein bisschen Fleisch. Aha. Da ist ein Löffel. Dankeschön, das riecht gut. Und die Schale ist aus Holz? In wo sind wir denn überhaupt? Mittelalter ist ja ein großes Wort, ne? Wir sind im Jahr 1212. 1212? Mhm. Man versucht so authentisch wie möglich zu sein. Aha. Das gelingt nicht immer, aber man versucht es so nah wie möglich ranzukommen, damit man den Besuchern das auch so darstellt, wie es wirklich war. Also das gibt bestimmt so viele Sachen, die sind dann schon ganz anders, ne? Die sind anders. Also da müsst ihr schon auch so ein bisschen entbehrungsreich sein, oder? Wie ist das überhaupt mit der Kälte? Also ich meine, jetzt denke ich mir, ach ja, ist doch ganz gemütlich. Aber wenn ihr da tagelang sitzt, egal? Es ist egal. Und ansonsten haben wir auch die Küche, in der man mal hingehen kann, sich die Hände nachwärmen oder handwerkliche Sachen macht. Man bezieht sich so ein bisschen wieder auf das Wesentliche. Aha, das ist so eine Art Entschleunigung. Das ist ja gerade ganz in und ihr macht es aber schon länger, ne? Ja, wir machen das schon länger. Wir machen schon seit 2014 wir diese Entschleunigung. Und für uns ist es jedes Mal so, obwohl dieser Markt nur 3 Tage ist es für uns immer so, als ob wir wirklich eine Woche Urlaub gehabt hätten. Der Adventskranz steht hier und eigentlich sieht der ja so aus, wie meiner zu Hause auch aussieht. Genau, bei dem Adventskranz fehlt auch was. Der ursprüngliche Adventskranz war zwar aus Tannengrün, hatte keine Dekoration, so wie wir das jetzt hier machen, sondern der hatte zwischen den 4 Kerzen für die Adventssonntage die Wochentage in kleinen Kerzen, sodass die Kinder früher immer genau wussten, es wurde nicht also eine Kerze nur. Er hatte 24 Kerzen. Genau, sondern hatte 24 Kerzen, eben 4 dicke und die anderen eben in kleinen, wie wir jetzt am Tannenbaum sind, so in der Größe. Und so konnten die Kinder besser feststellen, okay, wie lange ist es denn noch? Aber nicht im Mittelalter, sondern 1839 wurde der Adventskranz erfunden, und zwar von einem Hamburger Theologen. Weihnachten feiern und dann vor der eigenen Haustür auf die Piste. Davon träumen viele. Doch auch wenn unser Klima etwas wärmer ist als vor 50 Jahren, auch früher war die weiße Weihnacht mit Schlittenfahrt und Schneeballschlacht eher die Ausnahme, nie die Regel.
Auch das Schlittschuhlaufen im Dezember war früher nur in Ausnahmejahren möglich. Heute gibt es in der Adventszeit in Ostwestfalen zum Glück jede Menge Kunsteisbahnen, wie hier in Lemgo. Die Eisfläche mitten in der Stadt im Lippegarten ist 700 Quadratmeter groß. An den Weihnachtstagen bis Silvester ist sie für Eisstockschießen reserviert. Die Innenstadt von Lemgo ist in der Weihnachtszeit besonders hübsch rausgeputzt. Das Adventfeiern an einem langen Wochenende im Dezember hat eine lange Tradition. Schon im 13. Jahrhundert gab es hier einen Markt, der dem heiligen Nikolaus geweiht war und der für die Kaufleute organisiert wurde, die von ihren Reisen zurückgekehrt waren. Daraus hat sich der Kläschenmarkt entwickelt, wie er heute heißt. Neu in Lemgo ist das Weihnachtshaus, ein Indoor-Weihnachtsmarkt. Warm und schön trocken. Lokale Händler und Handwerker haben sich zusammengetan, um ihre schönsten Stücke in kuscheliger Atmosphäre auf 2 Etagen anzubieten. Mit einem Blick auf das Wahrzeichen von Lemgo verabschieden wir uns. Es sind die Türme der St. Nikolai-Kirche, die die ungleichen Brüder genannt werden. Man versteht sofort, warum. Lust auf einen Winterspaziergang? Das lohnt sich im Naturschutzgebiet Bobenberge, nordwestlich von Gütersloh. Ganz in der Nähe liegt auch das Kloster Marienfeld. Wir sind im Tal der Ems, die 40 Kilometer von hier entspringt. Die Bobenberge sind seit 2004 ein anerkanntes Biotop. Auf dem Sandboden wachsen viele seltene Pflanzen. Entlang des Emstals haben wir sehr viele Sandablagerungen, die aber hier in diesem Bereich besonders groß und besonders mächtig sind. Und wir sprechen hier von einer Binnendüne. Der Sand der Düne kam nach der Eiszeit vor 10.000 Jahren mit dem Schmelzwasser hierher. Das ist ein Boden, auf dem viel Wacholder und Heidekraut gedeiht. Früher waren im ganzen Gebiet großflächig Heidekrautflächen vorhanden. Das Heidekraut ist früher gemäht worden und auch als Einstreu in den Ställen genutzt worden. Machen wir einen Abstecher zum Kloster Marienfeld. Ein Zisterzienserkloster wie Marienfeld hat keinen hohen Turm. Das wäre zu luxuriös gewesen. Die Zisterziensermönche wollten einfach und arbeitsam leben, dem Gebet ergeben. Und doch wurde das Kloster reich. Denn das Lob auf körperliche Arbeit gehörte zum Geist des Ordens. Und so baute man nach der Gründung im 12. Jahrhundert das Marienfelder Kloster zu einer prächtigen Anlage aus. Mit schlichten, aber zugleich eindrucksvollen Sakralbauten und vielen Wirtschaftsgebäuden in und außerhalb der Klostermauern. Anfang des 19. Jahrhunderts verlor das Marienfelder Kloster seine Besitztümer und wurde aufgelöst. Heute wird das Gebäude als Pfarrkirche genutzt. An einem Adventswochenende findet auf dem Gelände ein Weihnachtsmarkt statt und im ehemaligen Kreuzgang des Klosters eine Eucharistiefeier bei Kerzenlicht. Geistlicher Mittelpunkt in Marienfeld ist seit einigen Jahren wieder ein Mönch. Das Weihnachtsfest bedeutet für mich etwas anderes als das Familienfest, weil, also gerade in meinem klösterlichen Leben, ich einen ganz anderen Schwerpunkt bekommen habe auf Weihnachten, als es vielleicht landläufig der Fall ist.
Ehre sei Gott in der Höhe. Pater Gottfried möchte Weihnachten wieder zu einem Fest der Liebe machen und des religiösen Gedenkens. Also der Heilige Abend ist natürlich ein sehr gefüllter Raum. Wir beginnen eigentlich schon ganz früh um 8 Uhr mit der ganz normalen Werktags-Eucharistiefeier im Kreuzgang. Ganz gesammelt, ganz still. Es ist noch nicht Weihnachten. Dann haben wir schon seit einigen Jahren am Nachmittag eine Veranstaltung Weihnachten für Alleinstehende. Ein ehrenamtliches Team bereitet das vor. Bei uns im Pfarrheim wird eine reichhaltige Kaffeetafel, ganz schöne Atmosphäre. Und dann kommen 15, 20 Leute, die sich vorher anmelden, die sonst Weihnachten allein sind. Aber nun, dank Pater Gottfried, sich zu Weihnachten mit vertrauten Menschen treffen können. An diesem Tag sitzen sie auf den Ehrenplätzen in der Kirche ganz vorne. Dann haben wir um 4:30 am Nachmittag einen ökumenischen Gottesdienst, die ökumenische Christvesper. Und da ist die Kirche hier bis auf den letzten Platz und noch darüber hinaus gesteckt voll. Und die ist groß. Wie viele passen denn rein? Also Sitzplätze sind 300. Also ich würde mal schätzen, dass es an die 600 sind, die hier dann sind. Und den U-Boot-Christen sind Sie nicht böse, dass sie nur einmal im Jahr auftauchen? Nein. Und ich pflege etwas humorvoll zu sagen, wenn sich mal jemand beschwert, dass er seinen Stammplatz in der Kirche nicht bekommt, den hast du nächsten Sonntag wieder. Zünd ich noch ein Lichtchen an für. Marienfeld erlebte seine wirtschaftliche und kulturelle Blüte in der Barockzeit. Der Innenraum wurde damals aufwendig umgebaut. Dass ihn auch normale Kirchgänger betreten durften, war nicht immer selbstverständlich. Erst später wurden Kirchenbänke aufgestellt und Platz für die Gläubigen geschaffen. Vorher blieben die Mönche unter sich. Auf dem ehemaligen Klostergelände, dort wo früher die Ländereien und Felder des Klosters lagen, wurde ein Hotel gebaut. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. Im Hotel Klosterpforte pflegt man das Weihnachtsfest nicht ganz so wie in der Pfarrgemeinde nebenan. Und an der Fotogalerie im Eingang kann man sehen, welche prominenten Gäste hier mal eingekehrt sind. Unser Hotel gibt es ja seit 1953, es ist ein Familienunternehmen und das ist quasi ja auch kleiner angefangen, ne, und hat sich dann auch immer vergrößert und eigentlich mit dem Kloster zusammengewachsen, also immer im Einklang. Ne. Also gerade bei dem Thema Hochzeiten, wenn jetzt hier ein Brautpaar übers Gelände geht und diese alten Mauerwerke im Hintergrund hat und diesen Sandstein, und das ist was ganz Besonderes. Und wenn man sich heute Hotels anschaut, das kann man nicht kopieren. Das ist, wie gesagt, die Geschichte, die das zu dem Besonderen macht hier. Man könnte noch lange reden über dieses Hotel, das mal als Pilgerherberge angefangen hat. Aber wir müssen los. Der Engelmarkt im Klosterhof hat seine Pforten geöffnet. Das ist April, unser Jüngstes rechts. April? Ja. Wie hübsch. Ist 3 Wochen zu früh geboren. Was kriegen die da? Das ist ein Mineralfutter, was die bekommen, damit das so ein bisschen Ausgleich ist gegen dem, was hier auch bei uns auf den Weiden fehlt. Und wie alt ist April? April ist 8 Monate alt. Oh, Baby. Und ist am 15. April geboren und 30 Tage zu früh. Sie klingen ja wie ein Vater.
Ja, so fühle ich mich auch. Ja, definitiv. Das sind alles unsere Schätze. Ich finde ja, die haben Mützen auf, ne? Die haben Mützen auf. Haben die verschiedene Wolle an verschiedenen Körperteilen? Ja, unterschiedliche Qualitäten. Aha. Und was ist die wertvollste? Die wertvollste ist das Blanket. Ne? Also da, wo beim Pferd der Sattel liegen würde. Die sagen Decke. wir mal. Die Decke, ganz genau. Also und dann hier. geht es in die Beine, ganz genau. Das ist die zweite Qualität. Der Hals ist zweite Qualität und Hinterteil und so, das ist dritte Qualität. Dein Hinterteil ist dritte Qualität. In den rund 20 Holzhütten gibt es vor allem kreative Handwerkskunst aus der Region. Und es sind viele Händler dabei, die eigentlich einen ganz anderen Beruf haben und ihre kleinen Kunstwerke extra für den Engelmarkt herstellen. Guck mal, Kastanienwohnung. Ist das einfach nur so Deko? Ja, das ist Deko. Also ich meine, man kann es als Handschmeichler auch in die Tasche nehmen, Ja. aber es ist als Deko gedacht. Das ist ja süß. Ich liebe Kastanien. Ich sammle die immer. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Also ich bin mit meiner Tochter im Waldorf-Kindergarten und die machen sehr viel mit Filz und haben ja diese Jahreszeitentische und so guckt man halt, dass man auch viel mit Naturprodukten macht. Nebenan fliegen die Tannenbäume. Was ist denn da los? 1, 2, 3. Ui. Das sah ziemlich gut aus, Andi. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Ich werde mir noch eine B-Note. Ich glaub's nicht. Wir erleben die äußerst seltene Sportart des Weihnachtsbaumweitwurfs. Es war die Idee auf der Suche nach etwas, was es nicht überall gibt. gibt. Ein Nachteil den anderen gegenüber, den bringe ich dir natürlich. So oft wirft man ja auch keine Weihnachtsbäume. Nee. Und die sind so schön. Gehen die da nicht kaputt? Organisiert ja, ein bisschen Schwund ist immer, aber das kann man ja mit der tollen Deko hier auf dem Engelmarkt wieder alles vertuschen. Holger. Ach, die stellt ihr danach noch auf? Was machst du beruflich? Ja, natürlich. Also im Notfall kriegen es die Alpakas. Industriekaufmann. Aber ja, mit nein. Zahlen werfen, dann Ja, muss das man wär auch zu schade. Weihnachtsbaum her. Zahlt extra. Nicht ganz zufrieden? Ich hätte weiter machen können. Und die Spitze zählt dann am Ende. Spitze wird gemessen, also Spitze dann in die andere Richtung. Ne? Aber gut, Eckert kriegt das hin. Ah, er dreht ihn auch noch ganz elegant dabei. Gute Technik. Eckert hat 3,70 Meter. Komm, wir schaffen das. Wer ist der Nächste? Wir gehen jetzt hin. Oh Mann, oh Mann. Eckert. So. So, wir gehen jetzt hin. Richard. Richard wählt eine andere Technik. Achtung. Fertig und Fertig. Auch einen kleinen Dreher hat er drin gehabt. Wobei die Weite ist durchaus noch akzeptabel. Riesenapplaus bitte jetzt für Andrea Griesmann. Und jetzt geht's los! Wow. Aber eine sehr gute Weite und eine sehr gute Technik vor allen Dingen. Ralf, was sagst du? 4,40 Meter. Das ist eine absolute Top-Platzierung. Die gibt's ja natürlich nicht. Immer da die Zeiten ne? und die Leute da messen und sagen so und so. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie der liebe Dirk das eigentlich selber drauf hat. Ihr habt ja einen Männerbaum. Ne? Ja, sicher. Ja, den nimmst du jetzt doch mal. Und großen Applaus bitte für den lieben Moderator, der die Leute hier immer anmoderiert. Und Dirk an der Tanne. Oh. Ja, der Ansatz war gut. Die Gesinnung zählt, ne, sagt meine Schwiegermutter immer. 3,60 Meter. 7,90 Meter war die erste Ansage, ne? Aber es waren 3,60 Meter. Wie viel hatte ich? Wie viel hatte ich nochmal? Welchen Baum hattest du eventuell? Nein. Aber Nein. rein technisch warst du auf jeden Fall besser. Also eins ist heute Abend klar geworden. Sollte der Tannenweitwurf in Zukunft olympische Disziplin werden, haben wir heute einen historischen Moment erlebt auf dem Engelmarkt in Marienfeld.
Wenn im altehrwürdigen Herford der Advent eingeläutet wird, öffnet auf dem Münster Kirchplatz das Weihnachtspostamt, wo Kinder und Erwachsene seit 2010 ihre Wünsche einwerfen. Aber es passieren noch andere wundervolle Dinge hier zur Weihnachtszeit. Auf den Geburtsstationen in 2 Herforder Krankenhäusern, dem Klinikum und dem Mathildenstift, wird in der Adventszeit die Ankunft eines neuen Erdenbürgers auf eine ganz besondere Art und Weise vermerkt. Am Eingang der Station steht ein geheimnisvoller Apparat mit 2 Knöpfen. Jemand drückt auf den roten Knopf für ein Mädchen und auf den blauen für einen Jungen. Auf einer Anzeigetafel in der Altstadt wird dann gezählt, aber damit nicht genug. Am großen Tannenbaum in der Altstadt leuchtet ein neuer Stern auf. Ein roter für ein Mädchen oder ein blauer für einen Jungen. Was für eine schöne Tradition in einer Zeit, in der die Welt auf das Jesuskind wartet. Die Kirche St. Jakobi in Herford-Radewig war früher eine Wallfahrtskirche, in denen die Jakobspilger Rast machten. Damit war Schluss, weiß Küsterin Ilva Gorbrand zu erzählen, als die Stadt Herford lutherisch wurde. Nach einigen Jahrzehnten wurde sie in einem strengen, verschneiten Winter 1590 als evangelische Pfarrkirche wiedereröffnet. Weil nichts anderes greifbar war, schmückte man sie damals mit Kohlblättern. Noch heute feiert man deshalb am Donnerstag nach dem ersten Advent das Radewiger Kohlfest. Aber nicht nur deshalb ist St. Jakobi im Advent sehr beliebt. Es ist aber auch eine Zeit, wo Menschen in die Kirche kommen, um aus dieser Hektik des Alltags einen Ruheort zu finden. Und ich finde, solche Begegnungen sind eigentlich mit die schönsten. Es gibt ganz wunderbare private Geschichten, die ganz oft damit verknüpft sind. Ganz oft reden wir über den Glauben. Menschen kommen auch in diese Kirche, weil sie eigentlich nicht glauben und diesen Ort einfach so wunderschön finden. In Herford gibt es eine Hochschule für Kirchenmusik, wo klassische, aber auch populäre geistliche Musik gelehrt wird. Sie wurde 1949 gegründet und gehört der Evangelischen Kirche Westfalen. Wenn man dorthin will, muss man Abitur haben, evangelisch sein und natürlich auch schon einige Erfahrung haben, was Musik angeht. Ich habe zuerst Klavier gespielt und meine Eltern haben uns einfach immer mit in den Kindergottesdienst genommen. Also ich bin einfach kirchlich aufgewachsen und meine Mutter hat selber früher im Orgel gespielt und sie hat mir einfach auch mal einen Vorschlag gegeben, ob ich vielleicht mal Lust hätte, nachdem ich schon Klavier spiele, eben auch mit Orgel anzufangen, und das habe ich dann gemacht und dann hatte ich ganz tolle Orgellehrer, die mich dann auch ermuntert haben, das zu studieren, und hier in Herford kann man das ja studieren, deswegen bin ich hier und studiere hier Kirchenmusik und habe hier eben eine Orgelstelle. Neben dem Herforder Wochenmarkt auf dem Rathausplatz gibt es seit mehr als 100 Jahren eine Markthalle, die 2019 neu eröffnet wurde. Eine so lange Markthallentradition ist einzigartig in Ostwestfalen. Darauf ist man hier stolz. Geöffnet ist sie immer von Dienstag bis Samstag. In der Adventszeit gibt es dann neben den üblichen Produkten auch noch Weihnachtliches. Die Renovierung der historischen Markthalle hat mehr als 5 Millionen Euro gekostet und 2 Jahre gedauert. Erbaut wurde sie mitten im Ersten Weltkrieg zwischen 1913 und 1916. Ein Ort der Geschichte. Hier treffen sich Vereine. In der Nazizeit finden vor der Herforder Halle Massenaufläufe der NSDAP statt. Nach dem Krieg nahm die nur leicht beschädigte Markthalle ihren Betrieb bald wieder auf. Für die Händler war es ein Privileg, dort einen Stand zu haben. Denn nicht für alle, die dort hinein wollten, reichte der Platz.
In den 1980er Jahren wurde das Gebäude aber zu einer Mehrzweckhalle umfunktioniert. Heute haben 34 Händler ihren festen Stand in der Halle, meistens mit Einjahresverträgen. Die Betreiber suchen ganz bewusst nach besonderen Produkten und wählen ihre Händler danach aus. Viele junge Firmengründer sind hier vertreten. Wir ernten das eben einen Tag vom Markt frisch und dann können Sie es eben in Tüten bei uns dann erwerben. Also das ist praktisch Mini-Salat, der mehr Nährstoffe hat als der große. Genau. Hätte ich abreißen sollen? Aber auch ein Angebot von traditioneller Handwerkskunst aus der Region gehört zum Konzept der neuen Herforder Markthalle. An diesem Stand sind es Artikel, die mit der alten Drucktechnik hergestellt wurden. Das sieht ja hübsch aus. Haben Sie das gemacht? Ja, ich habe die Motive gezeichnet und habe mir Moden stechen lassen. Sie haben das alles gezeichnet? Ja, ja. Woher können Sie das denn? Ein bisschen geübt. Haben Sie immer schon gezeichnet? Ein bisschen gerne, ja. Schön. Ihre Textilien stellt sie in ihrem Herforder Privathaus her. Handarbeit in Heimarbeit. Dann wird das Esszimmer von Angela Schulz zu einer kleinen Manufaktur, wo Leinen und Baumwolle bedruckt werden, wie es schon vor hunderten Jahren gemacht wurde. Der kreative Prozess beginnt immer mit dem Zeichnen der Druckvorlage. Das Motiv wird dann auf eine Art Holzstempel übertragen, auch Model genannt. Die Model sticht Herr Ducasi und der arbeitet das sehr, sehr sauber aus. Es ist sehr schwer, überhaupt jemanden zu finden, der das so arbeitet. Das ist Birnenholz, das ist sehr hart. Und weil die Modeln ja auch abgewaschen werden müssen, sonst reißt das Holz. Angelas Technik erinnert ein bisschen an den traditionellen Blaudruck, mit dem Unterschied, dass dort das Motiv weiß und der Stoff blau ist. Gemeinsam haben beide Techniken die Arbeit mit dem Model und dem Stoff. Das Leinen ist circa 100 Jahre alt. Ach, das ist ein alter Stoff? Ja. Der sieht aber gar nicht so aus. Und wo haben Sie die her, die Stoffe? Manchmal kommen Leute, die sagen, von meinen Urgroßeltern habe ich Leinen. Können Sie das gebrauchen? Das war ja früher auch Aussteuer, ne? Und die hatten wahrscheinlich viel davon. Und Herford ist eine alte Leinengegend. Ja. Und da kommt das her. Das ist mal ein bisschen weihnachtlich. Ja. Schön. Also das Blau ist überwiegend blau, aber gibt es auch farbig. Ne? Genau. Tolle Idee. Finde ich echt richtig schön. Erstens mal der alte Stoff, wer weiß, was der schon alles gesehen und gehört hat. Richtig. Ne? Dann diese tolle Handarbeit von Ihnen und diese alte Handwerkskunst. Das ne? ist, Die Zeichnung ist ja das eine. Und dann auch noch Herforder Motive. Das ist wichtig. Regional. Tolle Kombi. Und noch was gehört zum Konzept der Herforder Markthalle. Sie ist auch ein Ort, um gut zu essen und zu trinken. Und wenn man Glück hat, kann man dort sogar kochen lernen. Also, wir bereiten heute einen Rehrücken zu. Diese Silberhaut abmachen, das nennt man parieren. Man sticht einfach so ein bisschen unter diese Silberhaut runter. Guckt, dass man hier diese Mittelsehne mitkriegt und schneidet gegen die Haut oben weg. Das ist ein Rehrücken? Das ist ein also das war ein Rehrücken und das ist das Rehrückenfilet jetzt. Aha. Und Sie machen das nicht zum ersten Mal? Nein, das mache ich etwas öfter. Das mache ich etwas öfter. Achims Ehefrau Annette kennt natürlich auch jede Menge Wildrezepte. Ihr Favorit zu Weihnachten: Rehrücken mit Kartoffelgratin. Das Fleisch bereitet sie mit Knoblauch und Rosmarin zu. Ich lege immer erst die Rosmarinzweige rein und das Knoblauch, weil dann das Öl schon schön aromatisiert ist. Jetzt teile ich den Rehrücken in gleich große Stücke. Und wenn das Fett heiß genug ist, dann lege ich den zwischen die Zweige. So, ich gucke mal ganz vorsichtig
Nein, nein, nein. So, ich ziehe jetzt die heiße Pfanne runter vom Herd und lasse sie stehen, weil das Ruhen ist für das Fleisch genauso wichtig wie das Braten. Für das Gratin hat sie schon vorher Kartoffelscheiben vorbereitet, die durch Äpfel eine süße Note bekommen. Es schmeckt super zu wild und ich nehme immer ungefähr 1/3 Äpfel und 2/3 Kartoffel. Das kommt aber nicht so genau drauf an. Und dann einen guten halben Liter Sahne. Pfeffer, Salz und Muskat dazu und dann kommt das Ganze bei 200 Grad für ungefähr 40 Minuten in den Ofen. Wenn die Kartoffelscheiben dünner sind, geht es natürlich schneller. Die Kunst besteht darin, dass das Fleisch durch Brat- und Ruhezeit außen braun und innen schön rosig wird. Das ist toll geworden. Bei den Valentins gibt es in dieser Kombination meistens Rosenkohl dazu. Aber auch Pilze und Erbsen passen gut. Wild wird ja allgemein immer als schwierig bezeichnet. Warum eigentlich? Ja, früher hat man so einen Rehbock vor die Hütte gehängt. Nach 3 Tagen war der schlecht. Dann musste man ihn weizen, in Buttermilch, in Rotwein. Der war immer noch schlecht. Aber man hat probiert, diesen Au-goût-Geschmack, diesen strengen Geschmack irgendwie zu übertünchen. Heute ist das leichter. Man kühlt das Wild runter, also nach der Jagd wird es direkt runtergekühlt. Es schmeckt nach Wild, das soll es ja auch, aber dieser strenge Geschmack, der hat an für sich nichts mit Wild zu tun. Ach, und dieses Einweichen braucht man gar nicht mehr. Ich habe nämlich so schöne alte Kochbücher von meiner Mutter und da steht dann drin, in Buttermilch einlegen, tagelang. Mit Buttermilch wird es mürber. Das kann man natürlich machen. Und mit Rotwein, das kann man auch machen. Das ist aber nur was für einen Geschmack. Dieses unbedingte Muss, das ist heutzutage nicht mehr notwendig. Und Wild wird im Grunde genommen zubereitet wie jedes andere Fleisch auch. Man muss sich nur dran trauen. Man muss da nichts Spezielles machen. Jetzt fliegen wir mal schnell eine Runde über Herford zur nächsten weihnachtlichen Attraktion. Denn heute kommt hier der Nikolaus an. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, tralalala, bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Zusammen mit einem helfenden Engel kommt der Nikolaus mit dem Boot über die Werre. Das ist der Fluss, der mitten durch Herford fließt. Der Herforder Kanuclub hat für die Fahrt 4 seiner Kanus und 20 Kanuten zur Verfügung gestellt. Wir fahren auch mit. Wenn ich schlaf, dann träume ich. Jetzt bringt Nikolaus was für mich. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend Anlegestelle ist jedes Jahr das Werreufer am Bergertor. Schon seit Mitte der 1980er Jahre kommt er so zu den Kindern und dann macht er mit ihnen einen Spaziergang durch die Altstadt. Das habt ihr super gemacht. Applaus für die beiden. Das haben sie super gemacht. Wie heißt ihr beiden denn? Wie?
Der Nikolaus hat natürlich auch Geschenke dabei, zum Beispiel einen Sack voller Schokolade. Und er nimmt sich in Herford viel Zeit, um mit den Kindern zu sprechen. Aber wir kommen auch mal dran. Ich habe da so eine Hitliste. Platz 3 war, ob ich die Haube abnehme, nachts im Bett. Da habe ich gesagt, selbstverständlich. Platz 2 war, ob ich mich dusche, auch das stimmt. Und Platz 1 war, ob ich denn auch mit Christkind und Weihnachtsmann WhatsApp schreibe. Und da muss ich sagen, da bevorzuge ich den alten Weg. Wenn wir uns treffen, unterhalten wir uns und tauschen uns aus. Halt die gute alte Methode halt. Ne? Das Gut Böckel gehört seit 1991 einer bekannten Kaufmannsfamilie. Der mittlerweile verstorbene Ernst Leffers hat es zusammen mit seiner Frau Karin restauriert und zu einem Ort der Kultur gemacht. Den Weihnachtsmarkt hier gibt es seit mehr als 20 Jahren. Er findet an einem langen Adventswochenende statt, mit großem Rahmenprogramm und einem interessanten Weihnachtsmarkt in 12 großen und kleinen Gebäuden des Anwesens. Dieses Kulturevent ist die Schöpfung der nächsten Generation der Familie, besonders der Schwiegertochter des Modeunternehmers. Vor 28 Jahren habe ich angefangen, das hier aufzubauen, ganz klein, im Esszimmer. 5 Aussteller. Und damals malte ich noch Porzellan, dann bin ich zum Schmuck übergewechselt und Mode habe ich immer schon gemacht. Und dann ist das immer größer geworden und meine Schwiegereltern haben es dann nachher ganz groß gemacht. So wie es heute ist. Der Weihnachtsmarkt mit über 100 Händlern und Ausstellern ist auch ein Treffpunkt der großen Familie und ihr gemeinsames Werk. Nadja Lange und ihr Bruder Freiherr Falk von Oenhausen sind jedes Jahr für Logistik und Sicherheit verantwortlich. Nadja Langes 3 Kinder helfen auch mit. Mit den Gebäuden sind auch die Kinder gewachsen. Also insofern, die Kinder sind gekommen, sind gewachsen und die sind ja jetzt alle im Einsatz. Absolut, hier. Also ohne würde es ganz extra nicht gehen. Also ohne Familie könnten wir das niemals wuppen. Es reisen auch der Hamburger Zweig der Familie und Verwandte aus Holland und Spanien an, um zu helfen. In der heißen Phase sind hier bis zu 30 Familienmitglieder versammelt. Also wir sind jetzt auch schon seit einer Woche sind hier alle zusammen und irgendwie letzte Woche war Geburtstag vom Onkel und dann sind alle hergekommen und jetzt bleiben alle zusammen hier und packen mit an. Und jeder, der kann, macht so viel, wie er kann. Und nee, es ist wirklich also eine sehr intensive Zeit, aber es verstehen sich auch alle gut und es klappt echt ganz gut, weil jeder mitmacht. Der Markt findet in umgebauten Ställen und Scheunen statt. Und viele Aussteller kommen schon seit Jahren immer wieder, so wie Dieter Janke. Er ist seit 2005 dabei. Er ist Schicht für Schicht wie ein Baumkuchen, wie ein Baum aufgebaut. Und er ist eben schön saftig durch den Honig, durch den hohen Eianteil. Marzipan ist verbacken, verschiedene Gewürze, verschiedene Mehle. Sehr aufwendig in der Herstellung, aber es ist eben einfach lecker. Der Baumkuchen wurde in Ungarn erfunden und kam im 17. Jahrhundert nach Deutschland. Gebacken zu Ehren eines Königs. Die Organisatoren achten bei der Auswahl der Aussteller unter anderem auf deren Originalität. 2017 fanden sie Udo Horstmann. Er fertigt auf einer Drechselbank Schreibgeräte aus Holz. 2 Stunden dauert's, bis aus so einem Rohling zum Beispiel ein Kugelschreiber wird. Ich bin Frührentner geworden und bin gelernter Dreher. Und da habe ich mir eine alte Drechselbank gekauft für 50 € und bin dann angefangen zu drechseln. Und da hat mir das so viel Spaß gemacht, da habe ich mich immer erweitert. Und irgendwann nach einem Vierteljahr hat meine Frau gesagt, drechsel mir doch mal einen Kugelschreiber. Da habe ich gesagt, das kriege ich nie hin. Und dann, wenn ich Ihnen den ersten Kugelschreiber zeige, dann sagen Sie, nee, das wird doch nichts. Aber nach und nach immer üben, habe ich es dann irgendwann hingekriegt und jetzt sehen Sie wohl, mache ich das nur noch. Es lohnt sich ein Besuch, vor allem donnerstags und samstags gegen Abend. Da gibt es um 19:30 Uhr ein weißes Höhenfeuerwerk mit musikalischer Begleitung.
Der historische Stadtkern von Wiedenbrück mit Fachwerkhäusern aus dem 16. und 17. Jahrhundert ist schön restauriert und weihnachtlich rausgeputzt. In dieser nostalgischen Atmosphäre mit Schnörkeln und Giebeln macht sich ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt natürlich besonders gut. Christkindlmarkt heißt er hier in Wiedenbrück. Kann man die an den Baum hängen? Ja, genau, die können Sie aufhängen. Und die heißen ja jetzt korrekt Schaumküsse, ne? Ja, bei uns Wiedenbrücker Bussal. Wiedenbrücker Bussal. Und ist da überall was anderes drin? Die sind von innen aromatisiert, genau. Der After Eight zum Beispiel hat so einen grünen Minzschaum oder der Mokka hat einen dunklen, richtigen Kaffeegeschmack. Die sind also alle unterschiedlich aromatisiert. Müsste ich hier auch noch ein... Genau. Bitte sehr. Perfekt. Vielen Dank. Ja, dann lassen Sie ihn sich schmecken. Dann noch eine schöne Zeit hier. Schönen Dankeschön, Advent. gleichfalls. Tschüss. Die Schokolade ist viel dicker als bei den gekauften. Sehr gute Entscheidung. Dann backe ich jetzt die Spekulatius für dich. Ja. Und wenn die wirklich lecker sind, dann bin ich wieder bereit mit euch. Das ist was für die Kleinen. Beim Mitmachtheater gibt es jeden Tag wechselnde Vorstellungen. Nikolaus- und Puppentheater oder gemeinsames Weihnachtssingen. Und was fehlt jetzt noch in einer richtigen Weihnachtssendung? Was man auf jedem Weihnachtsmarkt kaufen kann? Weihnachtsgewürze. Dafür fahren wir 20 Kilometer nach Westenholz in eine kleine Gewürzmanufaktur mit einem exotischen Namen. Schon der Duft, wenn man reinkommt, haut einen um. Die Besitzerin des Ladens hat sich in über 20 Jahren mehr als 300 Gewürzmischungen ausgedacht und macht sie auch alle selber. Zum Beispiel mit Sternanis, mit Muskatnuss und Muskatblüte, auch Mazis genannt, und mit Kardamom. Ja, hier haben wir was ganz Tolles. Kardamom, oder? Mhm. Ja, ne? Auch. Auch? Auch, genau. Das ist Kardamom, oder? Richtig. Und das nicht? So, und das ist nämlich jetzt das Interessante. Und das ist die gemahlene Kardamomsaat. Und die ist sehr erfrischend, sehr zitronig. Ja. Es ist ein wunderschönes Gewürz. Und Ja, was völlig zitronig. anderes, als wenn man jetzt Kardamom, die ganze Kapsel gemahlen verwendet. Das, was du jetzt hier hast, das ist die Mazis. Also die Muskatblüte. Also die Muskatblüte ist eigentlich ein falsches Wort dafür. Ne? Das ist nämlich der Samenmantel. Da ist quasi diese Nuss drin. Ja? Und musst du dir vorstellen, die ist jetzt natürlich sehr hart, aber die ist da drin. Und das ist so der Mantel, der um die Muskatnuss ist. Also das sind die Tongabohnen, ja. genau. Tongabohnen sind natürlich eine sehr gute Alternative zur Vanille. Oh, der riecht so lecker. Ja, und mit Tongabohne kann man so viel machen. Also du kannst die 10, 20 Mal in der Milch mitkochen, wenn du einen Grießbrei machst oder einen Milchreis machst oder einen Pudding machst oder ein Parfait oder ein Eis auch. Ne? Und was machen wir heute? Heute machen wir ein sogenanntes Bratapfelgewürz. Wir experimentieren jetzt mal quer durch unsere Gewürze. Wir erfinden was. Und wir erfinden heute mal was. So, jetzt probieren wir einfach das mal. Jetzt nehmen wir mal Zucker. So. Das ist praktisch die Grundlage für das Bratapfelgewürz. Ganz genau. Jetzt nehmen wir also unseren Rohrzucker und da wiegen wir jetzt einfach mal eine Menge ab. Schauen wir mal. Und jetzt wird rumprobiert, geschnuppert und gemischt und ganz wichtig, alles ganz genau aufgeschrieben, damit wir die Mischung jederzeit genauso wiederherstellen können. Als erstes haben wir Zucker abgewogen, 200 Gramm. Dazu kommen Sternanis, Nelke, Fenchel und ein paar geheime Zutaten. Zum Schluss mein neues Lieblingsgewürz, die geriebene Tonkabohne. Ja, ne? Da kann ich mich ja reinlegen. Weißt du eigentlich, dass man der Tongabohne eine euphorische Wirkung nachsagt? Glaube ich sofort. Ja, ne? Da geht's doch einem gleich gut, Glaube ich oder? so, total. Oh, Und jetzt rühr mal um. Und das Schöne ist, oh, herrlich.
Oh, das riecht wunderschön. Marina weiß auch zu erzählen, warum ausgerechnet Kardamom, Muskat, Zimt und Sternanis für uns klassische Weihnachtsgewürze sind. Weil sie alle aus fernen Ländern stammen, mussten sie aufwendig über die Seidenstraße nach Europa transportiert werden. Im arabischen Herrschaftsgebiet passierten sie viele Märkte, wanderten von Zwischenhändler zu Zwischenhändler. Wenn sie dann endlich irgendwann bei uns ankamen, kosteten sie oft das 100-fache des ursprünglichen Preises. Wen wundert es dann noch, dass man diese Gewürze in Europa nur zu besonderen Anlässen benutzte, zu Weihnachten eben. Und so gelangten sie auch in unsere Bratapfelrezepte. Marina zeigt mir jetzt, wie unsere Gewürzmischung verwendet wird. Der aromatisierte Zucker muss erst karamellisieren. Das macht man am besten in einer beschichteten Pfanne. So, also rühren tun wir gar nicht. Erstmal. Und jetzt nimmst du... Mega. Jetzt nimmst du die Äpfel und machst alle drauf. Auf einmal. Ich habe jetzt auch noch Orangenschale dabei. Jawohl. So, und es ist so, dass die Äpfel, die unterbrechen quasi, ich nenne es jetzt mal diesen Brennvorgang, diesen Karamellvorgang. Da kann da nichts mehr verbrennen. Das Schöne ist, dass das jetzt so richtig in die Äpfel reinzieht, ja? Am besten nehme ich noch einen zweiten Löffel. Ich nehme jetzt mal den da. Oh, also dieser Duft ist unvergleichlich schön. So, und da kannst du jetzt einfach schon mal einen Schlag drauf machen. Genau. So oder mehr? Ja, du, das ist so nach Gusto, ne? Super. Die Äpfel sind genau richtig. Der Besitzer des Bielefelder Campingplatzes hat auch eine Weihnachtsbaumplantage. Und da fahren wir jetzt hin, um einen Baum für die Camper zu holen. Jetzt wird's frisch. Ja. Also 2 Meter muss er schon haben, ne? 2 Meter sollte er haben. Der sieht schön aus. Ich denke, der ist gut. Na? Der ist ein bisschen zu schlank, aber der wäre passend. Soll ich es noch mal versuchen? Die Weihnachtsbaumplantage ist seit den 1980ern in Familienbesitz. Hier gibt es keine festen Termine zum Schlagen. Wer einen Baum will, sagt einfach auf dem Campingplatz Bescheid. Und wer keine Säge dabei hat, kriegt natürlich auch Hilfe. Praktisch für alle, die ganz spontan ihren Baum holen wollen. So. Guck mal, du hast es gleich. Baum fällt. Wunderbar. Super. Einen besonderen Service bietet Rolf Meyer zu Bentrup kleinen und mittelständischen Firmen. Die können in der Plantage mit ihren Mitarbeitern Bäume fällen und so ihre Weihnachtsfeier gleich mit abhalten. Den Campingplatz gibt es seit den 1950er Jahren. Rolf Meyer zu Bentrup hat ihn im Jahr 2000 gekauft und seitdem immer wieder vergrößert. Der Platz ist das ganze Jahr geöffnet, auch zu Weihnachten. So. Schöner Baum. Dann tragen wir mal rein, ne? Mhm. Ah, das ist ja schon der Schmuck. Der Schmuck ist auch schon da. Perfekt. Weihnachtsbaumständer ist auch schon da. Dir helfen? Und dann packen wir den da gleich rein. Mhm. Das geht ja heute ratzfatz. Ist er gerade? Sieht gut aus. Super, Weihnachtsdekoration gehört hier zum Service auf dem Platz. Lege ich gleich mal los. Es sind ja auch schon richtig viele Camper da. Ja. Die ersten Camper sind auch da. Etwa die Hälfte der Gäste sind hier Dauercamper. Das heißt, sie haben einen festen Stellplatz gemietet und kommen meistens an den Wochenenden und in den Ferien her. Rolf erzählt, dass im Advent und zu Weihnachten besonders viele von ihnen hier sind. Ich liebe Baumschmücken.
Manche, weil sie zu Hause allein wären und andere einfach zum Ausruhen. Bist du auch Camperin hier? Jawohl. Jetzt auch hier gerade auf dem Platz? So. Und wie macht ihr das an Weihnachten? Seid ihr da auch hier? Ja, da versuchen wir dann immer Leute zusammenzukriegen und bei irgendjemandem treffen wir uns dann. Oder eben halt bei der Familie, ne? Im Sommer steht hier ein großer Biergarten, Anlaufstelle für Spaziergänger und Radfahrer, die den Teutoburger Wald besuchen. Im Winter gibt es Glühwein und Würstchen und ein aufblasbares Iglu, das Rolf 2019 angeschafft hat. Dank Heizpilzen kann man hier auch bei Minustemperaturen Weihnachten feiern. Und nach dem Zusammensitzen geht's dann in die Unterkunft gleich nebenan zurück. Die meisten Dauercamper haben ihren festen Stellplatz zu einer Art Gartenhaus umgebaut. Und weil sie nichts abbauen müssen, lohnt es sich auch, innen alles weihnachtlich zu schmücken. Isolde Busch und ihr Mann Reinhard verbringen seit 2003 ihre Freizeit auf dem Platz und feiern hier auch jedes Jahr Weihnachten. Das kleine, gemütliche Häuschen ist so zum Treffpunkt für die ganze Familie geworden. Jetzt dieses Jahr kommen ja die Kinder erst später. Die kommen erst später, aber sonst wird auch gekocht. Ja, wir sind dann meistens so 6, die Kinder zusammen 6 sind wir. Das geht noch gerade so, weil die Räume sind klein, mit dem Kochen und so weiter. Für uns beide reicht es. Ja, ihr müsst euch beide nicht ein bisschen. Ich habe ja jahrelang in Bielefeld für die WDR Lokalzeit gearbeitet. Sie können es mir also glauben, zur Weihnachtszeit ist es hier besonders schön. Rund um die alten Patrizierhäuser tun sich manchmal spannende Weihnachtsgeschichten auf. Zum Beispiel diese hier. Es geht um funkelnde Schmuckstücke einer vergangenen Zeit und um die Weihnachtsgeschichte von 2 Bielefelder Weihnachtsengeln. Es geht um das Sammeln von Christbaumschmuck. Seit 22, 25 Jahren sind wir von dieser Sammelleidenschaft ergriffen. Und der Auslöser war, dass jemand Christbaumschmuck schlicht und einfach entsorgen wollte. Und da haben wir den Schmuck gerettet. Peter Salchow war Mitarbeiter am Historischen Museum Bielefeld. Ein besonderer Schatz aus seiner Sammlung ist dieser Zeppelin aus dem Jahr 1900. Der Zeppelin wurde damals auch sehr häufig geformt und eben bei den Menschen an den Baum gehangen, die ein bisschen Kaiserreich begeistert oder Kaiser begeistert waren. Es war also relativ selten, dass sowas an den Baum gehangen wurde. Protzige Bäume mit knallbunten Kugeln waren zu der Zeit ein Zeichen von Reichtum und voll im Trend. Das änderte sich in den 1920er Jahren. Es gibt also keinen Christbaumschmuck aus der Jugendstilzeit, der bunt ist. Absolut. Nur silbern. Und warum? Das war eine Mode damals? Das war eine Mode, ja. So wie es dann später eben halt bunter wurde, hat man damals, um sich vielleicht abzugrenzen gegenüber dem bisherigen Schmuck, silbern gestaltet. Nach dieser sogenannten weißen Welle wurde es wieder bunter. Klassische Kugeln gab es weiterhin, aber auch neue Formen und Materialien eroberten sich ihren Platz am Baum. Eine andere Geschichte ist von einem Nikolaus, der aus Watte ist, was es also auch gegeben hat.
eine Bekannte hatte von einer älteren Dame Dinge geerbt, auch Christbaumschmuck, zeigte sie uns und meinte, ach, ich will den gar nicht behalten. Und dann haben wir ihr das abgekauft und haben dann in Büchern geguckt und entdeckt, dass dieser Nikolaus eben auch uralt ist. Und ich denke oft beim Aufhängen, wo mag das früher gehangen haben, der Nikolaus? Wie sah es da in der Weihnachtsstube aus? Was haben die Kinder geschenkt bekommen? Hier auf dem Altstädter Kirchplatz gibt es vor allem für Kinder viel zu entdecken. Es gibt das Haus vom Nikolaus und ganz in der Nähe des Leineweber-Denkmals sogar sprechende Tiere. Willkommen, grüß Gott, liebe Bielefelder und Zugereiste. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Bielefelder Weihnachtsmarkt. Und der zieht sich durch die gesamte Innenstadt. Bis zu 120 Stände sind aufgebaut. Vom Alten Markt über den Jahnplatz bis zum Süsterplatz. Und damit man sich dazwischen nicht verirrt, gibt es zur Orientierung mal romantische Fachwerkhäuschen, aus denen es verführerisch duftet. Oder modernere Hütten unterm Sternenhimmel. Seit 2019 gibt es hier auf dem Klosterplatz eine Eisbahn. Ich dachte, das war eine Probe. Ja, ich glaube, wir proben die ganze Zeit. Die Eisbahn ist übrigens bis in den Januar hinein geöffnet. Und sowas wie beim Skifahren, so Flugfahren, das gibt's nicht, ne? Ja, ich glaube, man muss halt wie beim Skifahren einfach so ein bisschen gucken, dass man den so ein bisschen slidet. Ja. Nur nicht so kleine Schritte, sondern wirklich mal ein bisschen versuchen. So, Elli. Nee, Elli, nicht darum. Oh Gott. Ja. Ups, Entschuldigung. So, ich wollte ja eigentlich nur kurz was sagen. Es ist ja so, man muss doch gar nicht weit fahren, um was Schönes zu erleben. Also ich habe hier Sachen gesehen, die habe ich noch nie gesehen. Und ich habe jahrelang hier gewohnt oder gearbeitet sogar. Und ich habe sogar Sachen gemacht, die ich noch nie gemacht habe. Schlittschuhlaufen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Es war schön hier. Und wenn Sie Ostwestfalen nicht kennen, kommen Sie doch einfach mal vorbei. Danke fürs Zuschauen. Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich. Ciao. Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das gerne in die Kommentare. Und damit Sie keines unserer Videos verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video posten. Vielen Dank fürs Zuschauen.